Hello everyone, ich bin der Jesse und das ist mein brandneuer Kanal jessejam. Und jetzt, wo ihr meinen Namen kennt und den Namen meines Kanals, brauchen wir nur noch coole Inhalte. Ihr habt euch schon lange eine DIY Kawaii Handyhülle gewünscht und das reimt sich sogar. DIY Kawaii. Und das werden wir heute tun. Ich zeige euch, wie man wirklich mit wenig Material und ganz einfach eine coole DIY Kawaii Handyhülle selber machen kann. DIY Kawaii. Miau, was für eine süße Kawaii-Inspiration. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und keine Videos verpassen möchtest, dann abonniere gratis meinen Kanal. So, jetzt geht's aber los mit dem Basteln. Für diese super süße Kawaii-Handyhülle brauchst du natürlich eine Handyhülle, Acrylfarben. Ich habe mich für hellrosa, hellblau und weiß entschieden. Du kannst aber auch ein helles Gelb nehmen oder so. Einen Schwamm, einen wasserfesten Filzstift, einen Pinsel und als kleiner Tipp von mir, benutzt doch eine Unterlage. Im Fall, dass du kleckern solltest, bleibt deine Tischplatte dann auch schön sauber. Los geht's! Als erstes werde ich die Handyhülle ein bisschen bemalen, also quasi den Hintergrund gestalten. Und dazu tunke ich den Schwamm in zwei ganz hübsche Pastellfarben. Ich finde, diese zwei Farben passen wirklich super zu einer Kawaii-Idee, also ein hellrosa und ein hellblau. Aber du kannst natürlich auch andere Farben nehmen, zum Beispiel ein helles Gelb oder ein Türkis oder sowas. Und weil ich gerade solche Pastellfarben oder ganz helle Farben benutzt habe, ist es ein bisschen schade, dass man das im Bild leider nicht so toll sehen kann, aber die Farben sind wirklich leuchtend und schön. Die Farbe ist jetzt schon trocken und ihr fragt euch bestimmt, wieso diese Risse aufgetaucht sind, und das hat einen einfachen Grund. Ich habe das Ganze geföhnt, einfach damit es etwas schneller trocknet, und ich finde den Effekt eigentlich ganz cool, also dass es solche Risse gegeben hat. Und falls ihr das eben nicht wollt, dann lässt ihr eure Handyhülle einfach irgendwo liegen, bis die Farbe komplett durchgetrocknet ist. Und wenn die Hintergrundfarbe komplett durchgetrocknet ist, dann könnt ihr im unteren Bereich des Handycovers eine süße kleine Katze malen, so wie ich das mache. Die Gratisvorlage dazu findest du auf meiner Homepage, mehr dazu in der Infobox. Lässt das Ganze dann richtig gut durchtrocknen und ich empfehle euch, eine zweite weiße Schicht anzumalen, damit das Kätzchen richtig schön zur Geltung kommt. Mit der rosaroten Farbe werdet ihr die Ohren und die Bäckchen malen. Und übrigens, ich habe euch nicht vergessen, ich werde jetzt jemand grüßen, und zwar grüße ich die liebe Gabriella. Sie schreibt: Kann ich dich Jessie nennen, bitte? Liebe deine Videos, kannst du mich grüßen? Ich heiße Gabriella und dein echter Name ist wunderschön. Bitte antworte. Ja, liebe Gabriella, du darfst mich auf jeden Fall Jessie nennen. Ihr dürft mich ab jetzt alle Jessie nennen. Vielen Dank für deinen Kommentar, und falls auch du gegrüßt werden willst, dann schreib mir einen Kommentar. Die Augen und den Mund des Kawaii-Kätzchens habe ich mit einem schwarzen, wasserfesten Filzschreiber gemalt. Und damit die Augen so richtig schön zur Geltung kommen und leuchten, male ich einfach 2-3 Punkte. Ihr könnt das so machen, wie ich das mache. Und dann ist eure Kawaii-Zeichnung schon fast fertig. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euer Kätzchen auch mit einem feinen DVD-Marker umranden. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Falls ihr Farbe übrig habt, dann tut sie in einen Becher, reißt euch ein Stückchen Alufolie ab und deckt den Becher mit der Alufolien zu. Vielleicht könnt ihr die Farbe ja auch ein anderes Mal für ein anderes DIY brauchen. Das war jetzt eine ganz schnelle DIY-Inspirationsidee. Ich hoffe, dir hat das gut gefallen. Falls ja, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben, und falls du keine Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was du über meinen neuen Kanal und über den Kanalnamen allgemein hältst. Schreib mir einen Kommentar, vielleicht wirst du ja auch beim nächsten Mal gegrüßt. Tschüss und mach's gut!